Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und dich für meine Inhalte interessierst. Meine große Leidenschaft sind Gruselgeschichten, aber nicht nur die Geschichten selbst, sondern vor allem die wahren Begebenheiten und Hintergründe, die sich oft hinter den bekannten Erzählungen verbergen. Mich fasziniert, wie diese Geschichten entstanden sind und was sie uns über die menschliche Psyche und unsere Kultur verraten. Dies ist mein erstes Video auf diesem Kanal und ich habe mich gleich einem spannenden Thema gewidmet, den roten Augen. Gemeinsam werden wir uns anschauen, welche Bedeutung rote Augen in Mythen und natürlich auch in der Popkultur haben. Ich hoffe, du bist genauso gespannt wie ich und freust dich auf eine gruselige, aber auch informative Reise. Für das Phänomen, dass Menschen im Zusammenhang mit schaurigen Erlebnissen von geröteten Augen berichten, gibt es keine einheitliche wissenschaftliche Erklärung. Wahrscheinlich handelt es sich um ein Zusammenspiel verschiedener psychologischer und physiologischer Faktoren. Zu den psychologischen Faktoren gehört, dass starke Emotionen wie Angst und Schrecken, die durch Gruselgeschichten ausgelöst werden, physiologische Reaktionen im Körper hervorrufen können. Die Konzentration auf die Geschichte und die damit verbundene Spannung verstärken die Wahrnehmung von Details, einschließlich der Augen. Physiologisch gesehen können Angst und Stress den Blutdruck erhöhen und die Durchblutung verändern, wodurch die Blutgefäße in den Augen stärker hervortreten und die Augen röter erscheinen. Auch die Pupillenerweiterung bei Angst und trockener Augen, die durch Anspannung hervorgerufen werden können, tragen zur Rötung bei. Rote Augen sind zudem oft symbolisch mit negativen Begriffen wie dem Bösen oder Dämonen verbunden. Diese symbolische Bedeutung und die Erwartungshaltung des Zuhörers können die Wahrnehmung roter Augen in solchen Geschichten beeinflussen. Einige fiktive Wesen mit roten Augen sind zum Beispiel Dämonen, bei denen rote Augen oft die Verbindung zur Hölle oder eine bösartige Natur symbolisieren. In einigen Fantasiewelten werden auch Drachen mit roten Augen dargestellt, um ihre Macht, ihr feuriges Temperament oder ihre Verbindung zur Magie zu betonen. Das mysteriöse Wesen Mothman aus der amerikanischen Folklore wird oft als geflügeltes Wesen mit leuchtend roten Augen beschrieben. Sein Erscheinen wird manchmal mit bevorstehenden Katastrophen in Verbindung gebracht. Odobrolechan kommt aus der schottischen Folklore, ist ein gestaltloser Dämon, der die Gestalt anderer Menschen annimmt. Das Einzige, was von ihm zu sehen ist, sind seine roten Augen und sein Mund. In den Geschichten von H.P. Lovecraft gibt es viele abscheuliche Kreaturen mit unbeschreiblichen Eigenschaften, darunter Wesen mit glühenden oder roten Augen, die oft kosmisch oder unheimlich sind. In einigen Filmen und Serien werden rote Augen im Titel verwendet. Eine davon ist Red Eye von Wes Craven. Einerseits verweisen die roten Augen in diesem Film auf den Nachtflug und den damit verbundenen Schlafmangel. Andererseits symbolisieren sie die Bedrohung, den Stress und den Verlust der Unschuld, den die Protagonistin im Laufe der Handlung erlebt. Es ist ein cleverer Titel, der sowohl die oberflächliche Handlungsebene als auch die tiefere psychologische Ebene des Films widerspiegelt. Auch in der Fotografie haben rote Augen eine Bedeutung. In Zeiten der analogen Fotografie führten rote Augen oft zu erschreckenden Missverständnissen. Der Effekt entsteht durch Blitzlicht, das von der Netzhaut reflektiert wird. In den 1980er Jahren lösten Fotos mit roten Augen in manchen ländlichen Gegenden Panik aus, weil die Menschen glaubten, sie seien ein Zeichen für dämonische Besessenheit oder übernatürliche Kräfte. Besonders erschreckend war in einem Fall, wo eine Mutter auf einem Foto ihrer Kinder bemerkte, dass nur eines der Augen ihres Sohnes rot schimmerte. Nach ärztlicher Untersuchung stellte sich heraus, dass der Junge einen seltenen Augentumor hatte. Der Blitz hatte ihn sichtbar gemacht.
In tropischen Regenwäldern werden nachts oft rote Augen in der Dunkelheit beobachtet. In den meisten Fällen handelt es sich um Tiere wie Frösche oder Krokodile, deren Augen das Licht reflektieren. Ein berühmter Vorfall ereignete sich, als eine Forschergruppe im Amazonasgebiet auf der Suche nach einer seltenen Tierart war. Sie beobachteten, wie mehrere rote Augenpaare sie aus der Dunkelheit anstarrten. Es stellte sich heraus, dass sie von einer Gruppe Jaguare umgeben waren, die sie in völliger Stille beobachteten. Die Forscher entkamen nur knapp. Ein weiteres Beispiel für reale Begegnungen mit roten Augen sind Tiere, die an Tollwut oder ähnlichen Krankheiten leiden. Im Jahr 2003 berichtete eine Familie in Kalifornien, dass ein Waschbär mit glühenden roten Augen vor ihrem Fenster stand und unheimliche Geräusche von sich gab. Nach einem Angriff stellte sich heraus, dass das Tier tollwütig war. Ein Zustand, der bei manchen Tieren zu ungewöhnlichem Verhalten und einer Veränderung der Augenfarbe führt. Bei Menschen mit dem Hermansky-Pudlak-Syndrom handelt es sich um eine sehr seltene Erbkrankheit, die mit einem Albinismus der Haut und in manchen Fällen auch mit einem Albinismus der Bindehaut verbunden ist. Bei einigen Betroffenen kann die Iris sehr hell erscheinen, in seltenen Fällen erscheint sie rötlich, weil die Blutgefäße in der Iris durchscheinen. Dies ist auf einen Mangel an Melanin zurückzuführen. Aniridae ist eine angeborene Erkrankung, bei der die Iris oder Regenbogenhaut fehlt. Sie gehört zu einem Syndrom von Augenfehlbildungen, das häufig mit anderen Augenproblemen wie Unterentwicklung des Sehnervs, grauem Star und Veränderungen der Netzhaut und der Hornhaut einhergeht. Dadurch kann die rote Färbung der stark durchbluteten hinteren Augenstruktur durchscheinen. Rote Augen sind ein faszinierendes und vielseitiges Thema, das sowohl in der Mythologie und Popkultur als auch in der Wissenschaft und Medizin eine wichtige Rolle spielt. Oft symbolisieren sie das Geheimnisvolle, Bedrohliche oder Übernatürliche wie bei Dämonen, Drachen oder fiktive Wesen wie den Mothman. In der Realität lassen sie sich jedoch durch natürliche Phänomene wie Spiegelung, psychologische Wahrnehmung oder medizinische Zustände erklären. Neben diesen wissenschaftlichen Erklärungen findet man rote Augen auch bei Tierbeobachtungen, beispielsweise bei Jaguaren im Amazonas oder bei tollwütigen Tieren, sowie in der Fotografie, wo der rote Augen-Effekt zu interessanten und manchmal schockierenden Entdeckungen geführt hat. Die Vielschichtigkeit der roten Augen als Symbol in Geschichten, als biologische Besonderheit oder als kulturelles Element zeigt ihre faszinierende Verbindung zwischen Fiktion und Realität. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Abo und ein Like freuen. Du kannst auch gerne einen Kommentar hinterlassen. Ich hoffe, du schaltest beim nächsten Video wieder ein. In diesem Sinne, bis bald und pass auf dich auf, denn du weißt, was in der Nacht lauert. Rote Augen.